Moin zusammen, heute wieder ein Unboxing-Video und zwar habe ich bei eBay für etwas über 50% des UVPs ein Schnäppchen gemacht oder ein vermeintliches Schnäppchen. Es soll original verpackt und neu sein und das schauen wir uns jetzt mal an. Ich habe es selber noch nicht aufgemacht und damit legen wir jetzt mal los. Also, einmal die Verpackung auf. So. Und dann lassen wir uns doch mal überraschen, was uns hier erwartet. So. Einmal für mich der Zettel. Also, es steht auf jeden Fall das drauf, was ich erwarte. Und jetzt schauen wir mal. Viel Verpackungsmaterial, also auf jeden Fall schon mal gut verpackt, zumindest von oben. Und es geht weiter und es geht weiter. Ah. Da ist es. So, den legen wir einmal zur Seite, gucken wir, was noch drin ist. Ansonsten nur noch ein bisschen Werbung von dem Laden, wo ich es gekauft habe. Seht ihr hier, Hühnerbein in Aachen. Ist jetzt nicht ganz so spannend, schauen wir uns später an. Packen wir das ganze Zeug mal wieder zurück. Karton zur Seite. Und dann schauen wir doch mal, was hier angekommen ist. So, und ihr seht schon von Brava Originalpackung auf jeden Fall, also original verpackt. Und zwar ist das ein Güterwagen Dreier-Set und hier sehen wir es jetzt an der Seite. Und zwar ist es das Schiebewandwagen H-Bis 297-299 DSB-Set aus der Epoche 4. Und ihr wisst, ich habe eine dänische Anlage. Und jetzt schauen wir doch mal gemeinsam da rein. So, das sieht doch schon mal gut aus. Also die Packung ist auch in Ordnung in Summe. Und jetzt machen wir das mal gemeinsam auf. Und jetzt seht ihr auch hier den Originalpreis, 172,50 hat das mal gekostet. Und ich habe es bekommen online für, seht ihr den Preis? 94. Also, neu original verpackt und für knapp die Hälfte. Dann schauen wir doch mal rein, was uns erwartet. So, und das Ganze sieht wirklich so aus, als sei das noch nicht geöffnet worden. Ich mache euch mal ein bisschen näher ran hier, dass ihr mal ein bisschen besser sehen könnt. So. Einmal das Plastik ab. Und wir nehmen uns einfach mal gleich den obersten Wagen hier raus. So, und jetzt haben wir hier unseren detaillierten Schiebewandwagen aus der Epoche 4. SWS, also Special Waste System AS. Seht dann hier auch die Beschriftung. Diese Schiebewandwagen waren in der Epoche 4 ganz beliebt. Die gab es auch bei der Bundesbahn, eben auch bei der DSB. Und die waren irgendwie einfacher zu beladen als die klassischen Güterwagen wohl. War so ein bisschen das Zwischenstück, so wie ich das verstanden habe, dann auf dem Weg jetzt zu diesem Containertragwagen. So, was sieht man auch? Auch die Unterseite. Wirklich schön detailliert mit den Bremsgestängen, Hydraulik und was hier alles dabei ist. Also ein schönes Modell. Dann haben wir hier die Kurzkupplung mit Kinematik. Da sind natürlich jetzt nur die NEM-Schächte, da ist noch nichts drin. Und auch die Radsätze sind noch nicht die Wechselstrom-Radsätze. Das muss man also in jedem Fall draufrechnen, wenn man jetzt Preis-Leistung berücksichtigt. Das heißt also, hier habe ich jeweils noch einen Radsatz, den ich nachkaufen muss als Wechselstrom-Radsatz. Und ich brauche natürlich irgendwelche Kupplungen. Das hätte ich jetzt bei Märklin-Wagen natürlich schon mit dabei. So, das war der erste. Und der zweite und dritte werden sich jetzt, zumindest für mich als groben Laien, nicht groß unterscheiden. Also hier haben wir dieses SWS nicht drauf, sondern nur die DSB. Und ja, auch ansonsten eine schöne Beschriftung. Die Unterseite wieder schön detailliert. Ja, also hält auf jeden Fall, was es verspricht. Sollte neu, original verpackt sein.
für die Hälfte des Preises. Und das ist es. Ja, kann man nicht anders sagen. Hier ist der dritte. Für mein Verständnis eigentlich genau wie der zweite. Sehr schön auch, finde ich, hier diese Ansätze, wo das Ganze dann beschriftet ist, dass ihr seht, da ist die Farbe dann nochmal anders. Das hat so eine minimale Alterungsspur dann gefühlt. Und dann haben wir hier natürlich auch farbig sogar Bremsmodule oder beziehungsweise irgendwelche Griffe, Hebel für Bremsen und so weiter. Also Schunne und Lastwechsel oder was auch immer da drin steckt. Sehr coole Sache. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare rein. Ich weiß es nicht. Dafür bin ich zu sehr Laie. Für mich ist wichtig, es passt in die Epoche, die ich mache, und es ist von der DSB und es sind sehr schöne, detaillierte Modelle. Und weil die so schön sind, kommen sie gleich auf die Anlage und ihr könnt sie einmal fahren sehen. Ja, und eben beim Aufräumen, bevor es an die Anlage geht, habe ich noch was gefunden. Und zwar steckte das hier unten auf der Unterseite von dem Plastik. Das ist einerseits die Anleitung dort gewesen und dann, ich hole es mal für euch raus, ein Beutelchen. Und da befanden sich dann jeweils 3 kleine Beutel mit diesen Zurüstteilen sowie in Summe dann die passenden 6 Kupplungen für die Wagen. Und das war noch unter dem Plastik drunter ein bisschen versteckt und steckte hinter diesem Ganzen hier. Also der Vollständigkeit halber, Zurüstteile sind dabei. Muss man aufpassen, wenn man die montiert, dann ist der Fahrbetrieb quasi nicht mehr garantiert, sondern die sind für die Vitrine gedacht. Das sind also Bremsschläuche und Haken, solche Sachen. Ja, und die Kupplung, wenn die zum eigenen System der Kupplung passen, ist doch alles super. Ansonsten braucht man eben seine eigenen. Und dann kommen wir einmal zum abschließenden Fazit für meine 3 neuen Schiebewandwagen von Brava Habis 297 bzw. 299. Fangen wir mal an mit der Detaillierung. Ihr seht das jetzt hier auch schon. Ich versuche das mal möglichst nah für euch heranzuholen. Die Bedruckung ist aus meiner Sicht wirklich exzellent und richtig gut gelungen. Bis ins kleinste Detail ist alles noch lesbar hier. Das seht ihr auch. Ich hoffe in der Kamera jetzt mit bis 100 km/h und so weiter. Und auch hier die kleinen Hebel, alles das, die Details, wirklich exzellent. Ihr seht auch vielleicht hier in dem Bereich, das sind kleine angesetzte Griffe, die sind also nicht nur gedruckt oder sowas, sondern das sind wirklich einzelne Stücke, die dort angesetzt wurden. In Summe wirklich richtig detailliert. Auch auf der Unterseite, wenn man sich das anschaut, alle Leitungen, die hier lang laufen, genauso aber auch die um die Radsätze rumlaufenden Federung, Bremssysteme. Das ist wirklich bis ins kleinste Detail hier alles nachgebildet. Das ist sehr, sehr schön. Und ich denke auch vorbildgerecht. Da ich kein Profi bin, was diese Schiebewandwagen angeht, kann ich das schwerlich beurteilen, ob die Hebel jetzt zum Beispiel hier unten alle in der richtigen Position sind oder so. Das kann ich euch natürlich nicht sagen. Aber vom Detaillierungsgrad her auch verglichen vielleicht mit den Standardwagen, die man sonst so kennt, aus Startsets oder sowas, deutlich hochwertiger. Das schließt sich auch hier gleich an in die haptische Qualität. Die Wagen fühlen sich sehr hochwertig an, sie rollen wirklich exzellent. Ich habe noch nicht die Wechselstrom-Radsätze, deswegen habe ich sie jetzt auch noch nicht umfangreich fahren können, aber von dem, was ich jetzt sagen kann, so als erster Eindruck, wie sie auf der Anlage sich bewegen und rollen, habt ihr ja auch gesehen, wirklich sehr, sehr schön. Einziges Manko, Preis-Leistung. Wenn ich hier den UVP ansetze von 174 € für diese 3 Wagen, plus nochmal in etwa 4 bis 5 € pro Radsatz in Wechselstrom, das heißt also vielleicht 185 €, 190 € für 3 Wagen. Also ich finde es unglaublich. Das ist extremst teuer.
Für 200 € bekommt man schon eine fast neue oder auch teilweise nagelneue Lok inklusive Sound und Rauchgenerator. Also der UVP von Brava hier ist jenseits von Gut und Böse gewesen wohl. Und selbst der übliche Verkaufspreis heute, was ich im Netz gesehen habe, von knapp 150 € für dieses Set, also 50 € pro Wagen, finde ich immer noch deutlich zu viel. Ich habe jetzt ja mit 94 knapp 30, etwas über 30 pro Wagen bezahlt. Dazu noch die Radsätze, auf die ich ja noch warte. Dann bin ich also bei knapp über 30 € pro Wagen. Finde ich okay. Da bin ich schon wieder in der Region, das ist vergleichbar zu den neuen Märklin-Wagen und den Wagen von anderen Herstellern, so das Übliche. Aber die ursprüngliche Idee, das Doppelte vom üblichen Preis zu verlangen, selbst für sehr, sehr schön detaillierte Wagen, halte ich für wirklich überzogen. Nichtsdestotrotz, es ist DSB, es ist Epoche 4 und passt natürlich exzellent für meine Anlage Dänemark der Epoche 3 bis 4. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Ideen habt, was für Rollmaterial gut zu meiner Anlage passen würde, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Und vielen Dank, bis bald.